Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute wieder in Neuhaus, heute am Dürnbach-Parkplatz. Und zwar möchte ich heute über die Ankelspitz und über die Dürnbach-Wand raufgehen. Da gibt es zwei Kabinen oben. Ich glaube, eine heißt St. Leonhard, die andere heißt Birkenstor. Man kommt so auf den Wintergipfel von der Brecherspitz. Mal schauen, ich weiß noch nicht, ob ich dann die ganze Runde mache. Es gibt auch vorher zwei Möglichkeiten, wo man zur Ankelalm abkürzen kann, falls es wieder umschlagt heute. Auf geht's! Vom Parkplatz ein Stück zurück kommen wir zu dem Schädel, an dem wir Richtung Bockerlbahnweg rechts abbiegen. Der führt weiter bis zum Spitzingsattel. Wir nutzen aber nur das erste Stück. Jetzt geht es erst ein Stück im Ort runter und biegen dann in die Krottenburgstraße ab, wieder Richtung Bockerlbahnweg. Da oben sind wir aus dem Ort raus, rein in die Natur. Das nennt sich also der Bockerlbahnweg. Da geht es jetzt auch wieder so ungefähr 100 Meter hinter und dann müsste für uns schon der Steig rechts hinaufgehen. Ich schätze, so eindeutig wird er wieder nicht zum Sehen sein, weil die Runden wahrscheinlich auch nicht so oft begangen werden. Ja, und der Einstieg schaut wild aus, aber das ist ja so, ist es auch nicht. Dann starten wir mal langsam rein. Ja, der Steig darauf hat es unten schon gleich in sich. Und ich gehe jetzt wirklich übertrieben langsam. Nein, ich schwitze nicht so. Es ist so, ich bin jetzt gerade richtig gewaschen worden, weil jetzt bladel und jeder Ast los ist. Es hat über Nacht ein bisschen geregnet. Nicht weiter schlimm. Aber ich gehe wirklich sehr langsam, weil ich nicht da herunten schon so viel Flüssigkeit verlieren möchte. Und das langsame Eingehen bei der Natur ist halt auch nicht ganz unwichtig. Also der Weg ist schon extrem steil angelegt. Da wollte es einer wissen. Und egal wie langsam das man geht, man schwitzt. Eindeutig. Und ich gehe betont langsam. Ja, und wenn man zurückschaut, wie schnell man da Höhe gewinnt. Und wenn man sieht, wie es da runter geht, dann weiß ich, warum die Bäuerin von der Ankelalm gesagt hat, na den Steig, den müsstest du mal aufnehmen, den sollte man normal gar nicht runtergehen dürfen. Und da hat es ein bisschen recht. Wahnsinn! Ich habe mich wirklich zurückgehalten und bin wirklich langsam gegangen. Ich habe keinerlei Ermüdungserscheinungen und bringe trotzdem schon die erste Etappe hinter mir. Wir sehen schon mal drüber. Und rechts beginnt der Grat zur Ankelspitz und so weiter. Ja, super. Das war also die Ankelspitz gewesen. Da habe ich mich jetzt sauber täuscht.
Ich war direkt daneben gestanden und hätte nur ein paar Meter nach links gehen müssen. Wir sind zum Schluss hinunter. Aber das bestimmende Thema ist da der Grat. Es geht links und rechts steil runter. Den Grat empfinde ich sogar schwieriger als den namhaften Brecherspitz-Ostgrat. Einmal was ganz anderes. Ein Baum wie eine Spirale gewachsen. Das nennt man drehwüchsig. Es passiert, wenn der Wind immer aus derselben Richtung auf den Baum trifft. Sein kleiner Bruder da unten ist nicht anders gegangen. Es ist nach wie vor ein Grat, der rechts und links steil abfällt. Wenn das lange Gras nass ist, wird es erst recht zur gefährlichen Rutschbahn. Da kann auch keine Bergwacht mehr helfen, wenn nur noch sowas wie ein Geschnetzels übrig bleibt. Darum ist Ausrutschen überhaupt keine Option. So eine Bergtour erfordert Erfahrung. Man muss sich absolut sicher sein, dass man das beherrscht. Kurz vor dem Gipfel Dürnbach-Wand muss ich sagen, heute gut dasselbe wie, also heute ist Mittwoch, am Montag bin ich den Brecherspitz-Ostgrat gegangen, den ihr schon gesehen habt vielleicht, und heute gut dasselbe wieder. Man kann nicht erst trinken, wenn man Durst hat, da muss man schon lange vorher damit anfangen. Es ist wieder dampfig, man schwitzt und man muss auch sagen, alles was man trinkt, muss man im Rucksack weniger tragen. Und trotzdem ist ihm wichtig, dass man viel noch dabei hat. Es geht ständig steil rauf da, runter zu, kann ich von dem Steig absolut nur abraten. Finde ich als Wanderung völlig unmöglich. Und selbst für einen erfahrenen Bergsteiger hilft es nicht viel. Die Mischung aus Erden und Stor ist für jeden Schuh und für jeden Könner gleich rutschig bzw. ja, gleich gefährlich. Jetzt werde ich eine kurze Pause am Gipfelkreuz machen und dann geht die Gratwanderung weiter. Ihr könnt sehen, dass er an jedem Stor kurz wackelt, ob er fest sitzt. Aber bei den Tritte mache ich das mit dem Fuß, damit ich lockere Steine aufspüren kann, bevor ich mich drauf verlasse. Es sind in dem Grat mehr kleine Klettersteine als im klangvollen Brecherspitz-Ostgrat.
Das macht die Tour wirklich sehr schön und spannend für mich. Es wird interessant. Der Weg teilt sich. Da links geht den ersten Abkürzer zur Ankelalm runter. Wir gingen aber darauf, weil wir auf dem Grat weitergehen wollen. Der langsame Start in die Tour zahlt sich jetzt aus. Ich laufe noch nicht auf Reserve. Ein kurzer Blick auf die Ankelalm. Da waren wir drüben, auf der Türmbachwand. Man hat fast das Gefühl, dass man die Aussicht auf den Schliersee verfolgt. Aber es zeigt im Umkehrschluss nur, dass man auf so einem Grat deutlich länger braucht als auf einem herkömmlichen Weg. Ausgerechnet der ist locker. Das ist also eine interessante Traverse darauf. Kurz, aber knackig. Und dann geht's da oben weiter. Auch der restliche Grat zirkt sich noch, den ich leider nur von unten zeigen kann. Am Grat waren zwei Turmfalken unterwegs. Da hat keine Drohne was in der Luft zum Suchen. Das war der Brocken, über den wir gerade drüber gegangen sind. Danach sind wir wieder unmittelbar am Grat unterwegs. Und schon geht's in die nächste Steine, wo wir aufsteigen müssen. Das Stück geht jetzt wieder im Zickzackkurs über die Wurzeln, durch die Latschen, was fast eine Erholung ist. Zu den Teilstücke vorher, wo man doch viel durchsteigen hat müssen. Da gibt es doch einige Passagen, die in der anderen Richtung keinen Spaß machen dürfen. So, wir kommen da rauf. Und diesmal ist keine Wegoption, sondern das ist lediglich ein Aussichtspunkt auf die Ankelalm runter. Und wir müssen da ein Stück runter. Die Ankelalm, da kehre ich bestimmt noch ein auf ein halbes Bier. Ich bin schon länger als eine halbe Stunde unterwegs, von dem Punkt an, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht in der anderen Richtung absteigen, weil es in der Richtung deutlich schwieriger ist, durch die unterschiedliche Festigkeit vom Gestein, das man beim Absteigen schlechter prüfen kann.
Man muss sich also gut überlegen, ob es wieder hält. Von der ersten Möglichkeit, auf der man zur Ankelalm abkürzen kann, bis zur nächsten, ist deutlich mehr als eine Stunde. Der nächste Anstieg ist schon in Sicht. Und da vorn kann man das zweite Mal zur Ankelalm abkürzen. Ja, jetzt bin ich oberhalb der Ankelalm und weil ich mit Filmaufnahmen viel länger brauche, es ist jetzt tatsächlich schon 12 Uhr geworden, weil ich natürlich, wenn ich auf und ab steigen muss, für die Aufnahmen auch locker jetzt 1,5–2 Stunden verbraucht habe, habe ich mich gerade entschieden, ich werde nicht weitergehen. Es geht jetzt darauf. Und an dem roten Schildl steht wieder alpine Gefahr, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Für den zweiten Teil brauche ich ähnlich viel Zeit wie für den ersten. Drum ist es nicht mehr zum Schaffen, dass ich den zweiten Teil gut aufzeichnen kann. Aber eine von den wichtigsten Fähigkeiten am Berg ist, dass man Zeit gut kalkuliert. Auch die Hitze wird weiter zunehmen, was sich negativ auf die Konzentration auswirkt. Darum gilt die Devise: neuer Tag, neuer Grad. Jetzt gibt es erst ein kühles Helles und eine Brotzeit für mich. Das ist der Hang runter zur Ankelalm. Es ist nicht die da unten. Da gibt es keine Bewirtung. Obwohl große Tische davor stehen. Da schaue ich mal kurz nach. Dann erfahre ich vielleicht auch den Namen von der Alm. Zur Ankelalm gehen wir auf der Straße runter. Das sind höchstens noch ein paar Minuten. Ich habe mir's gedacht, es ist die Erhard-Alm. Es steht gleich an der Tür, keine Bewirtung. Drum geht's wie geplant zur Ankelalm. Ich weiß, dass Montag Ruhetag hat, aber heute ist Mittwoch. Brotzeit ist die schönste Zeit. Ein paar gesprächige Leute dazu, so kann ein Bergtag ausklingen. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.